Hallo zusammen, ich bin's mal wieder, euer Michael, und heute gibt's von mir mal ein anderes Video, und zwar zu einem Smartphone, und zwar einem Outdoor-Smartphone. Ich habe hier das Blackview BL8000, das ist ein Outdoor-Smartphone von der Firma Blackview. Das wurde mir von Blackview zur Verfügung gestellt. Die sind auf mich zugekommen und haben gefragt, ob ich das nicht einfach mal testen wollte. Und ich habe mir gedacht, okay, ich bin sonst immer im iPhone-Universum unterwegs, aber so ein Outdoor-Smartphone kann man ja mal testen. Also ich habe dazu gesagt, habe das Ding gekriegt und konnte es jetzt mal 3 Monate lang testen. Und was da so rauskam, will ich euch jetzt einfach mal zusammenfassen. Wie gesagt, handelt es sich hierbei um ein Outdoor-Smartphone. Das heißt, das ist besonders stabil gebaut und so weiter. Es ist einfach gegen Stöße geschützt, hat hier so ein paar Gummiecken und so weiter und ist einfach nochmal ein ganz anderes Kaliber als jetzt im Vergleich zum Beispiel hier mein iPhone 15 Pro Max. Ihr seht hier direkt mal den Größenunterschied. Das ist doch nochmal ein bisschen was anderes. Ihr könnt das Ganze ja auch im Internet nachlesen und ich will jetzt hier nicht das Datenblatt komplett von oben bis unten runterlesen, aber ein paar interessante Infos will ich euch dann doch mal mitteilen. So haben wir hier zum Beispiel einen 8800 mAh Akku. Das ist gar nicht so wenig. Das ist also, ich glaube, ziemlich genau doppelt so viel wie das, was ihr am iPhone 15 Pro Max bekommt. Das ist also dann doch nochmal eine ganz andere Akkulaufzeit, die ihr hier erhaltet. Und ja, im Test war es dann auch wirklich so. Also ich habe das Smartphone einfach mal genommen und nur verbunden ins Netz und ins WLAN liegen gelassen, auf 100% geladen und mal geschaut, wie da so der Akkuverbrauch ist, wenn man es einfach mal nur so ab und zu nutzt. Und da kam ich auf eine Laufzeit von, ich muss mal kurz nachgucken, circa 22 Tagen. Da war ich dann bei 10 oder bei 9%, was noch Akkuleistung übrig war. Das ist also schon ganz ordentlich. Jetzt ist es natürlich so, wenn ihr das Teil benutzt, dann geht der Akku natürlich deutlich schneller runter. Ihr kommt da aber trotzdem über ein paar Tage und mit ein paar Tagen sind da wirklich so 3, 4, 5, 6 Tage je nach Nutzung gemeint. Und das ist schon sehr ordentlich für ein aktuelles Smartphone. Natürlich ist es auch so, es ist halt auch deutlich größer. Es ist aber auch wie eine kleine Powerbank. Ihr habt hier nämlich die Möglichkeit, mit 5 Watt Leistung ein Gerät an den USB-C anzuschließen und dann wird es hier rüber geladen. Ihr habt hier also so gesehen eine kleine Powerbank noch im Smartphone. Das ist natürlich wichtig, wenn ihr irgendwie was habt, wenn ihr unterwegs seid und vielleicht keine Lademöglichkeit habt, dann habt ihr hier immer noch so eine Notladung für ein anderes Gerät. Jetzt sind 5 Watt Leistung natürlich nicht so viel und man muss immer noch im Hinterkopf behalten, 8800 mAh. Das heißt, ihr könnt da jetzt auch nicht ewig eure Kameras und was weiß ich was mitladen, aber immerhin besser als nichts. Bei der Größe habt ihr hier 180 mm in der Länge, 83 mm in der Breite und 17 mm in der Dicke. Und die Dicke, das ist so ziemlich genau das Doppelte von einem iPhone 15 Pro Max, dass ihr euch das mal so ein bisschen vorstellen könnt, wenn man das anguckt. Es ist halt schon ein Klopper, auch in der Größe. Ihr habt ein relativ großes Display, aber das Ganze wiegt natürlich auch ordentlich. Ich habe mir das ja aufgeschrieben, 385 Gramm, und das ist das Doppelte von einem normalen iPhone 15 Pro. Also das ist schon ordentlich, man merkt es auch, die Größe und auch das Gewicht, wenn ihr das in der Hosentasche habt oder so. Es ist halt schon deutlich mehr, aber ihr habt hier eben auch ein Outdoor-Smartphone. Und Outdoor heißt in diesem Fall, ihr habt hier einfach ein Aluminiumgehäuse, glaube ich, komplett Aluminium, mit hier an den Ecken so einer leichten Gummibeschichtung. Das Ganze ist, glaube ich, für einen 1,20 Meter ausgelegt, dass es runterfällt und auf jeden Fall nicht kaputt geht. Ich habe das jetzt nicht getestet, aber ein paar andere im YouTube haben das schon gemacht und da gab es wirklich keine Auffälligkeiten. Ihr habt auch unten am USB-C-Port noch so eine kleine Gummiabdeckung. Das Ganze ist IP69K geschützt, das heißt, ihr habt IP69K. Das ist so ziemlich die höchste Stufe, was ihr als Schutzklasse haben könnt. Das heißt, ihr könnt damit 1,5 Meter unter Wasser für 30 Minuten, da hat das Ding gar keine Probleme, und es ist auch von minus 40 bis 80 Grad ausgelegt, also hat da einen Temperaturbereich, der schon ganz ordentlich ist. Ansonsten habt ihr hier natürlich die üblichen Tasten. Ihr habt einen Lautstärkeregler, laut, leise und natürlich On-Off-Button, wo auch ein Fingerabdrucksensor drin ist. Der funktioniert auch sehr gut, also der ist wirklich empfindlich und erkennt den Finger sehr genau. Also da hatte ich gar keine Probleme. Ihr habt dann auf der anderen Seite hier noch so eine kleine Action-Taste, die könnt ihr frei belegen. Ihr könnt euch da zum Beispiel die Kamera drauflegen oder irgendeine Funktion, die ihr halt auswählen oder festlegen könnt, sodass ihr hier noch einen extra Button dafür habt. Wie gesagt, im Power-Taster befindet sich ein Fingerabdrucksensor, der sehr gut funktioniert. Ihr könnt das Ganze aber auch mit einer Gesichtserkennung freischalten. Die ist aber kamerabasiert und die funktioniert so, also
Ich würde euch empfehlen, benutzt den Fingerabdrucksensor. Die Kamerageschichte ist da jetzt hier nicht so der Hammer. Beim Display bekommt ihr eine relativ große Größe, 6,78 Zoll. Das ist schon sehr ordentlich. Ihr bekommt ein 120 Hertz Display. Da müsst ihr euch also nicht mit irgendwelchen leichten Ruckeln rumschlagen oder so. Ihr habt eine 1080 auf 2460 Pixel Auflösung. Ich habe es hier gerade nachgeschaut. Das ist also auch sehr ordentlich. Ihr habt da einen relativ hohen PPI-Wert. Also da könnt ihr die Pixels so jetzt nicht wirklich erkennen. Das Display hatte aber auch einen kleinen Nachteil, und zwar sind es die 550 Candela auf einen Quadratmeter. Das ist die Helligkeit, also 550 CD pro Quadratmeter. Das ist jetzt nicht so hell und das merkt man auch. Wenn ihr jetzt draußen seid und die Sonne wirklich richtig scheint, dann spiegelt es sehr und ihr erkennt da relativ wenig. Andere Smartphones bieten euch da schon zum Teil vierfache Werte oder knapp vierfache Werte und den Unterschied merkt ihr dann doch. Also hier wurde zwar am Display von der Auflösung und so nicht gespart, auch die Größe ist in Ordnung, auch die Farbwiedergabe und so weiter ist alles gut, nur die Helligkeit hätte da dann doch noch ein bisschen mehr bieten können. Vor allem bei einem Outdoor-Smartphone, wo man dann vielleicht öfters in den Bergen unterwegs ist oder so und da schönes Wetter hat und Sonne, wird es da dann schon schwieriger, was zu erkennen. Ansonsten ist das Display mit Gorilla Glass 5 geschützt und ich kann hier jetzt auch nach längerer Nutzung gar keine Spuren entdecken. Es ist natürlich so, ich würde sowieso immer empfehlen, noch irgendwie eine kleine Folie da drauf zu machen, um da so die groben Sachen einfach abzuhalten. Ich habe das auch normalerweise bei meinen ganzen Alltags-Smartphones so. Dann kann man da auch mal einen Schlüssel ohne Bedenken drauflegen, ohne sich da gleich Gedanken zu machen, ob da jetzt vielleicht ein Kratzerchen reinkommt oder so. Braucht ihr nicht unbedingt, aber ich würde es euch vielleicht empfehlen. Wie ihr das jetzt hier seht, habt ihr auf der Rückseite auch noch ein Display. Ich kann mal schauen, das lässt sich hier, glaube ich, so aktivieren. Genau, ihr müsstet es jetzt vielleicht sehen. Das ist ein 1,32 Zoll Display und ist auch touchfähig, also ihr könnt hier ein bisschen rumswipen und damit Sachen steuern, zum Beispiel die Musiksteuerung, das Wetter abrufen, ihr habt einen Kompass und ihr könnt die Kamera einschalten. Das heißt, ihr könnt hier die Kamera einschalten und könnt dann die Hauptkamera nutzen. Ihr habt dann hier das Bild und könnt mit der guten Kamera ein Bild von euch machen. Das hat natürlich auch Vorteile, weil normalerweise ist es ja so, bei anderen Smartphones habt ihr zwar die coolen Hauptkameras, seht die aber natürlich im Selfie-Modus nicht. Hier ist es anders. Also das ist schon ziemlich cool gelöst. Wenn wir aber von den Kameras sprechen, dann kommen wir jetzt zu einem Abteil von dem Smartphone, wo es nicht ganz so punkten kann. Also als Hauptkamera habt ihr eine 50 Megapixel Kamera. Das hört sich ja so erstmal gut an. Ihr habt auch eine 16 Megapixel Frontkamera hier oben drin. Das ist eigentlich auch ein relativ guter Wert. Bei der Telekamera kommen wir dann schon in den Bereich, da sind wir irgendwie, ich glaube, bei 2 Megapixel oder ich weiß gar nicht, irgendwie, nee, die Telekamera wird, glaube ich, nur digital. Genau, die Telekamera wird nur digital gezoomt. Ihr habt eine Ultraweitwinkelkamera, die hat 8 Megapixel. Das sind jetzt Werte, die sind nicht so der Hammer. Was ihr bei der Telekamera beachten müsst, das ist zwar ein Digitalzoom, es ist aber irgendwie so, ihr habt die 50 Megapixel da nicht. Ihr habt die 50 Megapixel hier nämlich nur in einem bestimmten Modus. Und das ist ein bisschen komisch, weil es soll ja eigentlich ein 50-Megapixel-Sensor sein, also warum muss ich da einen extra Modus dafür aktivieren? Standardmäßig habt ihr da nämlich nur, ich glaube, 8 Megapixel oder 7,3 Megapixel und die sehen auch wirklich schlecht aus. Die 50 Megapixel an sich sind schon in Ordnung, ihr habt da eine gute Auflösung, aber so insgesamt von der Bildqualität kann das halt nicht mit aktuellen Smartphones mithalten. Ist aber natürlich auch eine Preisfrage. Das Ding hier kostet gerade 360 €. Dafür bietet es dann schon sehr viel, nur eben bei der Kamera müsst ihr ein paar Abstriche machen. So könnt ihr natürlich auch 4K-Videos aufnehmen. Habt da aber jetzt nicht so die Bildstabilisation, wie sie zum Beispiel ein aktuelles iPhone bietet. Da gibt es halt einfach Abstriche, die ihr da in Kauf nehmen müsst. Ich zeige euch hier einfach mal ein paar Beispiele. Ihr könnt in dem Kameramodus dann auch noch ein paar verschiedene Softwarefunktionen aktivieren, wie so ein Beauty-Filter, dass eure Haut viel schöner aussieht und auch ein Porträtmodus. Der ist aber auch nicht so der Hammer, also da seht ihr wirklich, wo da was hingerechnet wird und die Übergänge sind nicht so toll. Also den kann man jetzt nicht so empfehlen. Für den einen oder anderen Schnappschuss wird es sich aber schon anbieten, also da ist es ausreichend. Und ihr könnt sehr viele Schnappschüsse machen, denn das Ding kommt mit 512 GB Speicher. Und das ist schon ordentlich. Da könnt ihr bei anderen Smartphones schon ordentlich was drauflegen, dass ihr 512 GB bekommt.
Ihr habt hier die 512 GB, das ist auch die Standardausstattung, also da gibt es nur eine Variante hier zu kaufen und das ist für 360 € ja dann schon sehr, sehr ordentlich. Also 512 GB kann man lassen. Es kommt dann mit einem MediaTek-Prozessor und 12 GB Arbeitsspeicher. Das ist eigentlich auch recht ordentlich. Ich habe da mal einen Benchmark durchgeführt, im Geekbench, glaube ich, war das. Und da kommt ihr so ein bisschen im Mittelfeld, glaube ich, raus. Also ich zeige euch die Werte mal und ihr könnt dann auch in der Tabelle nachgucken, wo das Ganze ist. Es ist jetzt nicht so schlecht. Ihr könnt halbwegs aktuelle Spiele, die es da halt im Play Store so gibt, auch darauf abspielen. Also das funktioniert. Ihr habt jetzt hier natürlich nicht die komplette Höchstleistung, die ihr in den Top-Smartphones bekommt. Aber so von der Bedienung her ist es eigentlich ausreichend. Also ich konnte da jetzt nicht viel haken oder so feststellen. Ich bin ja eigentlich kein Android-Freund, weil es halt nie so wirklich flüssig läuft. Ich weiß nicht, das fühlt sich immer ein bisschen anders an. Aber hier hat es eigentlich eine gute Figur gemacht und man muss sich eben immer im Hintergrund halten, man muss sich immer im Hinterkopf behalten, was das Ding hier denn kostet. Und preis-leistungsmäßig ist es da schon in Ordnung. Ihr bekommt hier natürlich auch 5G und 2 SIM-Slots. Also ihr könnt hier 2 SIM-Karten einlegen, könnt da dann einen Tarif fürs Telefonieren und einen Tarif für Daten oder sowas nehmen. Das ist auch ganz ordentlich, dass da eben 2 SIM-Slots vorhanden sind. Und nicht eine eSIM oder so, sondern wirklich 2 physische Slots. Also das ist schon ganz cool. Und auch die Qualität beim Telefonieren ist in Ordnung. Also klar, mit einem iPhone hat man da halt einen Benchmark, wo die Latte schon sehr hoch setzt. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass ihr da die mega Störgeräusche hättet oder so. Man versteht jeden sehr gut und so weiter. Also dafür ist es auch voll geeignet. Ihr bekommt dann hier das Blackview Dock OS. Ich kenne mich da jetzt nicht so aus. Das basiert auf Android 13, ist auch nicht mehr die ganz aktuelle Version. Aber an für sich macht's super. Jetzt wird da gemäht. An für sich macht es einen guten Eindruck und ja, ist ganz okay. Immer, man muss eben den Preis im Hintergrund halten. Und wie gesagt, ihr bekommt es für 360 €. Für 360 € bekommt ihr da auf jeden Fall was Ordentliches. Es ist ein Smartphone, wo ihr wirklich nur schwer kaputt bekommt und ja, auch ansonsten einen sehr wertigen Eindruck macht. Also es ist gut verarbeitet, ihr bekommt technisch eine gute Ausstattung mit dem 512 GB. Also da kann man schon nichts sagen. Es ist halt ein Outdoor-Smartphone. Es ist halt wirklich sehr groß und schwer, aber natürlich auch sehr stabil gebaut. Durch das, dass ihr hier natürlich eine relativ lange Akkulaufzeit habt, kann ich mir vorstellen, dass sich das zum Beispiel für, ich weiß nicht, Kletterer oder sowas vielleicht anbietet. Leute, die Bergsteiger sowas, Leute, die ein paar Tage weg von Zivilisation sind, mehr oder weniger, weg von Stromquellen, wo es dann wirklich darum geht, dass der Akku auch mal ein bisschen länger halten kann oder das ganze Ding einfach nur als Notnagel benutzen. Also im Rucksack drin, klar, da spielt dann wieder das Gewicht eine Rolle, aber das Ding bekommt man einfach nicht kaputt und in der Not bringt euch ein kaputtes Smartphone dann natürlich nichts. Muss aber natürlich jeder für sich selbst auslegen, ob er sowas braucht oder nicht. Ich kann sagen, wenn er sowas braucht, dann ist das schon eine Alternative, wo man drüber nachdenken kann. Eben für die 360 € ist das ganz ordentlich. Ich verlinke euch das auf jeden Fall mal unten, dann könnt ihr euch das selber mal anschauen. Ansonsten war es das auch schon von mir. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr diese gerne in die Kommentare schreiben, gerade bei Fragen, die ihr vielleicht noch zum Smartphone habt. Die kann ich euch dann beantworten. Und ja, dann war es das jetzt auch schon von mir. Die Nachbarin fängt jetzt an zu mähen. Um 19:37 Uhr abends, muss eigentlich auch nicht unbedingt sein, aber ich bin ja eh fertig mit dem Video. Das war's also, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es denn so war, lasst mir ein Like da, abonniert den Kanal für weitere Videos und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao.